Viele Auswanderer sind nach ein paar Jahren frustriert mit ihrem Einwanderungsland. Warum das so ist und wie du das verhindern kannst, wenn du selbst auswandern willst, dazu will ich dir mehr in diesem Video erzählen. Ich spreche ja wöchentlich mit etlichen zukünftigen Auswanderern, also Mandanten von uns, die kurz davor stehen und dabei sind zu planen, ins Ausland umzuziehen. Ich spreche aber auch ziemlich häufig mit Mandanten, die bereits im Ausland wohnen, aber sich neu orientieren wollen. Letzte Woche allein sprach ich mit 3 Mandanten, die ziemlich unglücklich sind mit ihrer Wahl und die jetzt in ein anderes Land weiterziehen möchten. Hier ging es um Mandanten, die in Zypern wohnen, in Montenegro wohnen und in Dubai wohnen. Sie haben etliche Jahre in diesen Ländern gelebt, sind aber mittlerweile desillusioniert, um nicht zu sagen zynisch, und möchten nun weg, so schnell es geht. Die Gründe sind eigentlich immer die gleichen. Es ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Die Kosten steigen und steigen. Man kriegt nicht den gleichen Service, den man aus Deutschland gewohnt ist. Man kann nicht unternehmerisch so tätig werden, wie man sich das vorstellt. Die Wartezeiten bei den Behörden sind lange. Es kommen immer neue Einwanderer in diesen Ländern an, die nicht besonders sympathisch sind und so weiter und so weiter. Während die 3 Mandanten in dem von mir genannten Beispiel in dem jeweiligen Land mindestens 5 Jahre gewohnt haben, sprechen wir immer wieder auch mit Mandanten, die es nicht so lange aushalten, sondern die schon nach einem halben Jahr wieder weg wollen. Gerade wenn man nun Kinder hat, die im schulpflichtigen Alter sind und sich gerade hier bei einer Schule eingewöhnt haben, ist das natürlich ein ziemlich harter Schritt, vielleicht ein notwendiger Schritt. Ich möchte das gar nicht bestreiten. Aber man sollte vielleicht im Vorfeld sich überlegen, wie man das Risiko eines solchen Schrittes minimieren kann. Also zunächst mal muss man ganz klar sagen, dass eine gewisse Flexibilität wichtig ist. Wenn du auswanderst, dann kannst du in der Regel keine Entscheidung fürs Leben treffen. Du kannst wahrscheinlich auch keine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre treffen. Realistisch meiner Erfahrung nach sind vielleicht so 5 Jahre. Du machst einen Plan für die nächsten 5 Jahre und dann siehst du, wie es geht, und wenn es dir nicht mehr gefällt, ziehst du dann in ein anderes Land um. Das ist besonders dann zutreffend, wenn du in ein Land umziehst, was gerade so richtig im Trend liegt. Und wenn du dich vielleicht daran zurückerinnern kannst, Montenegro, Zypern und auch Dubai lagen natürlich in den letzten 5 Jahren ziemlich im Trend. Da gab es ziemlich viele, die dorthin ausgewandert sind, mit den zu erwartenden Problemen, die wir ja vorhin kurz angesprochen haben. Wenn du länger als 5 Jahre planen willst, dann musst du im Grunde genommen schon von Anfang an damit rechnen, dass es vielleicht in 5 Jahren dann schwierig werden wird, und du musst dir überlegen, was du dann weiter unternehmen wirst. Wie gesagt, vorhin hatte ich Kinder angesprochen. Vielleicht sagst du dir, gut, den Kindern gefällt's hier in der Schule. Das heißt, wir bleiben jetzt noch weitere 5 Jahre hier. Wir können uns finanziell hier an weitere Preiserhöhungen gewöhnen. Wir können uns das leisten. Wir haben ein Polster. Wir möchten aufgrund der Kinder nochmal 5 Jahre hier bleiben und werden danach irgendwo anders hingehen. Vielleicht sagst du auch vorher, nein, die Kinder möchten hier genauso weg. Es ist besser, dass wir jetzt in ein anderes Land weiterziehen. Das sind Dinge, die du dir am besten im Vorfeld schon überlegen musst. Also das war der erste Punkt. Man muss eine realistische Erwartungshaltung haben. Ja, du kannst nicht für 10 Jahre planen. Wie gesagt, plane für 5 Jahre. Punkt 2, der entsprechende Research. Bevor du auswanderst, solltest du dir Zeit nehmen, ein Land kennenzulernen. Natürlich auch ein Urlaub oder mehrere Urlaube können nicht das Lebensgefühl ersetzen, in einem Land zu wohnen. Das ist komplett normal. Aber dennoch ist es wichtig, dort im Vorfeld Zeit zu verbringen und sich auch mit den negativen Kommentaren zum Beispiel hier online zu befassen und mit den Warnungen, die andere Auswanderer, die dort schon leben, dir vielleicht geben werden. Das ist mein zweiter Punkt an dich, ja. Also versuche das Land vor dem Auswandern kennenzulernen. Und der dritte und wichtigste Punkt ist im Grunde etwas Psychologisches. Wenn du dich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz verfolgt fühlst und sozusagen fließt,
Fließt also wie die Israeliten im Alten Testament vor den Ägyptern, die sie unterdrückt haben, und dein gelobtes Land suchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du enttäuscht wirst. Kein Land ist wirklich das gelobte Land. In jedem Land gibt es Menschen, die Schwächen haben, die Fehler machen, die ihre kulturellen Eigenarten haben. Dem kannst du nicht entkommen. Und wenn du hier letztlich das perfekte paradiesische Idyll suchst, dann wirst du enttäuscht werden und das ist unvermeidlich. Du solltest auswandern, weil du Spaß daran hast, aus Lebenslust, weil du die Welt kennenlernen möchtest, weil du möglicherweise in dem anderen Land hier geschäftliche Möglichkeiten siehst, Geld zu verdienen, weil dir das Wetter gefällt, weil dir das Meer gefällt, weil du in der Sonne leben möchtest. Das sind Gründe, um auszuwandern. Aber du solltest nie ein Getriebener sein, du solltest nie ein Flüchtling sein. Ich glaube, das ist für die Psychohygiene nicht besonders gut. Und wenn du das Ganze so ein bisschen als Abenteuer siehst, also als ein positives Abenteuer, vielleicht so ein Pfadfinderabenteuer, dann kannst du auch über etwaige Unannehmlichkeiten oder Dinge, die nicht so schön sind, in deiner neuen Heimat auch besser hinwegsehen. Denn du suchst ja nicht das Perfekte, sondern du suchst ja in gewisser Weise auch das Abenteuer. Und all die Dinge, die ich vorhin als etwas Negatives genannt habe, gehören dann einfach ein bisschen zum Abenteuer dazu. Also diese Abenteuerlust ist etwas, das ich für sehr wichtig halte, wenn es ums Thema Auswandern geht. Man sollte sich also seine positive Einstellung zu seinem Herkunftsland erhalten. Man sollte Kontakte zur Familie und zu Freunden dort weiterhin pflegen, vielleicht auch zu ehemaligen Kollegen, zum ehemaligen Arbeitgeber. Man sollte dort regelmäßig zu Besuchen hingehen. Wenn man sein Herkunftsland zu negativ betrachtet, ist die Gefahr ziemlich groß, dass man dann in diese Flüchtlingsdynamik hereinrutscht, sozusagen in die Opferrolle. Und das kann niemals gut sein, auch für Auswanderer nicht. Um es nochmal zu sagen, die Mandanten für uns, die erfolgreichsten, die am glücklichsten im Ausland sind, das sind die, die mit Lust ins Ausland gegangen sind, mit Begeisterung für das Neue. Und die lassen sich dann hier auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn die unvermeidlichen Schwierigkeiten einmal auftauchen. Das soll jetzt nicht heißen, dass du auf Teufel komm raus in deiner neuen Heimat bleiben sollst und dort alles Mögliche erleiden musst. Nein, ganz sicher nicht. Wenn die Situation untragbar ist, dann musst du natürlich weiterziehen. Und wie ich es ganz zu Anfang gesagt habe, diese Flexibilität ist ja auch wichtig. Plan mit 5 Jahren und nicht mit 10 oder für eine Ewigkeit. Aber wenn du in keinem Land glücklich bist, dann solltest du dir überlegen, was du eigentlich suchst. Und vielleicht hat es ja nichts mit dem Land zu tun, wohin du hin umziehst, sondern möglicherweise etwas, das in dir selbst fehlt und wo du ins Innere schauen musst, eher anstatt jetzt zu versuchen, das äußere Umfeld, das Lebensumfeld hier auf Teufel komm raus verändern zu müssen. Wenn das Thema Auswandern auch für dich ein Thema ist, mit dem du dich intensiv befasst und du dazu steuerliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wie du hier auf Basis meiner Ausführungen sicherlich verstanden hast, sprechen wir sehr viel mit Auswanderern. Ich würde mich freuen, auch mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.